Tod dem Zaren. 2. Kapitel. Unter Aasgeiern. Olga hatte noch nie ein Totenreden hören. Dementsprechend lange dauerte es, bis sie sich von dem Schreck so weit erholt hatte, dass sie über einen Plan nachdenken konnte. Sie hielt an und schaute sich um. Berge streckten ihre Gipfel in die Wolken, Bäume lauerten bedrohlich vor Hängen, und selbst Felsbrocken wirkten hinterhältig. Nirgends schien es ins sichere Tal zu gehen. Frierend und ängstlich kauerte sie sich unter einer kleinen Birke zusammen. Die Birke stand abseits, als hätten die anderen Bäume sie aus dem Wald gejagt. So, als hätte niemand die Birke lieb. Nicht einmal die Mama Birke. Olgas Mama hatte sie nicht lieb, weil sie kein echtes Kind war, sondern ein Soldatenbastard. Früher, als sie klein gewesen war, hatte sie nicht verstanden, was das war. Inzwischen wusste sie, wenn Erwachsene sich beim Babymachen nicht küssten, dann bekamen sie keine echten Kinder, sondern Soldatenbastarde. Olga wollte nach den Ohrenklappen ihrer Mütze greifen und stellte fest, dass sie fort war. Sie schluchzte auf. Sie musste ihre Mütze unbedingt wiederfinden. Sie hatte sie zu fassen bekommen. Daran erinnerte sie sich. Und wenn sie Glück hatte, lag sie bei dem toten Soldaten. Sie hatte sich erschrocken, als er zu reden angefangen hatte. War er vielleicht ein verkleideter Dämon? Sie fürchtete sich vor Dämonen, doch die Angst, ihre Mütze verloren zu haben, war größer. Zum Glück war es nicht so schwer, den Weg zurückzufinden. Sie musste nur ihren Spuren im Schnee folgen. »Ich glaube nicht, dass er ein Dämon ist«, sagte sie zu sich, um Furcht und Kälte zu vertreiben. »Schließlich hat er mich nicht gefressen. Wahrscheinlich war er nur verwundet und hat sich erschreckt, als er aufgewacht ist und mich gesehen hat. Tod den Anarchisten? Wahrscheinlich hat er gemeint, ich bin nicht tot, kleine Anarchistin. Ja, er war verwundet und es hat ihm wehgetan, dass ich auf der Wunde gelegen habe. Papa hätte mich dafür gehauen.« Boris. Dem Schicksal hilflos ausgeliefert, wartete Boris darauf, gefunden und ausgeschlachtet zu werden. Er hatte versagt. Weder war es ihm gelungen, die kleine Anarchistin ihrer gerechten Strafe zuzuführen, noch die Technik zu zerstören. Der Sturm hatte sich gelegt. Große Schneeflocken fielen vom Himmel und schlossen das Loch, durch das die Anarchistin geflohen war, und verwischten all ihre Spuren. Wenn ihn keine Tiere auf der Suche nach Aas ausgruben, konnte er hoffen, erst in einigen Monaten gefunden zu werden, wenn die Schneeschmelze einsetzte. Bis dahin wäre er längst erfroren oder verhungert und müsste nicht miterleben, wie sein Körper zerfleddert wurde. Die Kartusche saß schief in der Verankerung. Es knisterte an den Kontaktstellen und verursachte unangenehme Empfindungen. Er hätte sie gerne ganz herausgerissen, um den Prozess des Sterbens zu beschleunigen. Nachdem die Anarchistin geflohen war, hat er lange hören können, wie sie sich durch den Schnee kämpfte. Und weit entfernt ertönten die Schmerzensschreie seiner verwundeten Kameraden. Einzelne Schreie verstummten abrupt. Die Osmanen beendeten ihr Werk und entledigten sich der Verwundeten. Sie schwärmten aus, suchten das Schlachtfeld ab und töteten die Überlebenden mit dem Bajonett. Sie machten keine Gefangenen. Ein Rudel Wölfe zog umher, ohne sich Boris' Position zu nähern. Nicht verwunderlich, schließlich bereiteten die Osmanen ihnen einen reich gedeckten Tisch. Ein paar Stunden vor Mitternacht frischte der Wind auf, peitschte Schnee von den Bäumen
und trieb ihn vor sich her. Die Osmanen brachen ihr Tun ab. Sie mochten die Kälte nicht. Die strengen Winter hatten Russland bisher vor jeder Eroberung gerettet und mehr Feinde getötet als die Armee des Zaren. Ein paar Verwundete wimmerten oder riefen nach ihren Müttern. Ihre fernen Rufe vermischten sich mit dem Brausen des Windes, dem Knurren der Wölfe. Ein paar Stunden später waren die letzten Schreie verstummt. Boris hatte mit diesen Kameraden gedient. Dennoch konnte er sich nicht an ihre Gesichter oder Namen erinnern. Die Nacht ging vorüber, der Tag brach an, und Boris war noch am Leben. Der Wind flaute ab, und vereinzelte Sonnenstrahlen bahnten sich einen Weg durch die Wolkendecke. »Oh Mann, sieh dir diese Scheiße an«, sprach jemand Deutsch. Die Sprache der Wissenschaftler im Versuchslazarett. »Was hast du gesagt?« Es wurde auf Russisch wiederholt. »Ich könnte diese Osmanen echt. An den Eiern aufhängen sollte man sie.« »Ja, die haben nichts übrig gelassen. Die sind pervers. Johann kriegt einen Wutanfall, wenn wir ohne Nachschub aufkreuzen.« »Und Habenichtse sind es außerdem. Bezahlt die russische Armee denn kein Sold oder was?« Das waren Aasgeier, Leichenfledderer. Boris wäre es lieber, von Osmanen gefunden zu werden, weil sie wie er Soldat waren, weil sie keine Gefangenen machten und ihn töten würden. »Lass es uns da unten versuchen«, schlug ein Aasgeier vor. »Abseits vom Schuss haben die vielleicht welche übersehen.« Der andere grunzte Zustimmung. Verharschter Schnee knirschte, als sie sich Boris' Position näherten. Olga erreichte den Ort, den sie in der Nacht fluchtartig verlassen hatte. Zu ihrem Schreck sah sie, dass noch andere den Weg hierher gefunden hatten. 2 Männer stampften genau auf die Stelle zu, wo sie ihre Mütze vermutete. Und den armen Soldaten. Bestimmt war er seinen Verletzungen erlegen und gestorben. Sie fühlte sich schuldig. Wenn sie nicht weggerannt wäre, hätte sie ihn gesund machen können. Bei Wassilissa hatte sie gesehen, wie man Leute gesund machte. Man wickelte Verbände um Stellen, die wehtaten, und kochte ihnen Suppe. Wassilissa mochte keine Soldaten, trotzdem hatte sie welche gesund gemacht. Radik zum Beispiel. Und danach war er kein Soldat mehr gewesen und hatte aufgehört, Menschen tot zu machen. »Es tut mir leid, dass ich dich zurückgelassen habe«, flüsterte sie schuldbewusst. Denn vielleicht war der Soldat gestorben, weil sie auf seiner Wunde gelegen hatte. »Ich habe mich erschreckt, weißt du, und dann habe ich mich verlaufen. Dafür mache ich dir ein Grab aus Schnee, ja? Wenn die Männer weg sind. Mit Blumen, ja? Die Blumen werden auch aus Schnee sein. Ich hoffe, das ist nicht schlimm.« »Hier ist eine Lawine runtergegangen«, sagte einer der Männer. »Könnte unser Glück sein, hat bestimmt ein paar mitgerissen. Die könnten noch leben.« »Besser als nichts«, sagte der andere, wollte weiterreden und brach in diesem Moment durch die Schneedecke. »Aldin!« »Mirkan, hier unten! Komm, hilf mir raus!« »Nein, warte!« »Mensch, Mirkan, komm schnell her! Ich habe was gefunden! Das musst du dir ansehen! Heute ist unser Glückstag!« Der Mann namens Mirkan fand seinen Freund in einem Loch, beugte sich über die Kante und schaute hinein. »Wahnsinn«, rief er, »allein das Metall ist ein Haufen wert. Kannst du den hochheben? Dann ziehe ich ihn raus.« Eine kurze Pause. In dem Loch ächzte es. »Unmöglich, viel zu schwer. Wir müssen ihn ausgraben.« Aldins Kopf tauchte aus dem Loch auf. »Der Schnee muss weg, dann kommen wir an ihn ran.« Er kletterte nach draußen und begann damit, den Schnee wegzuschaufeln. »Hey, hilf mir, du Sack!« Olga blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Männer kein Interesse an ihrer Mütze hatten. Als die Männer das Loch so weit vergrößert hatten, dass sie beide hineinpassten, unternahmen sie einen weiteren Versuch, den toten Soldaten aus dem Loch zu bekommen.
Au, mein Fuß! Unter dem Schnee rumorte es plötzlich. Die Schneedecke bewegte sich, als würde sich etwas mit großer Geschwindigkeit unter ihr bewegen. Einige Meter den Hang hinab durchbrach dann der tote Soldat die Schneedecke, sauste ein kurzes Stück durch die Luft, bevor er auf dem Boden aufschlug und liegen blieb. Er landete auf seinem künstlichen Arm, das Gesicht im Schnee. Einer der Männer kletterte aus dem Loch, rannte dem Toten hinterher. »Mirkan, komm endlich«, schnauzte er. »Leck mich, Aldin, das Ding hat mir die Zehen gebrochen.« Er kletterte dennoch aus dem Loch und folgte humpelnd. »Der hat eine Tätowierung im Nacken. Der Kerl ist ein Homunkel«, sagte Aldin. »BK1-403. »Ist vielleicht eine von Karels Züchtungen«, sagte Mirkan. »Könnte mit Johann gekommen sein.« Er schaute sich um. »Ob die Lawine Johann und die Ware erwischt hat? Wenn ja, was machen wir dann? Übernehmen wir den Laden?« »Träum weiter. Und dieser Homunkel ist nicht von Karel. Seine Homunkel taugen höchstens fürs Blausteinlager.« Mit einigem Kraftaufwand drehte er den toten Soldaten auf den Rücken und deutete auf die Kartusche in seinem Arm. »Der hat sogar eine eigene Energieversorgung. Leuchtet blau. Muss also Ätherkram sein.« Mirkan griff an seine Brust und umklammerte etwas, was er unter dem Mantel trug. Aldin sah die Bewegung, zögerte einen Moment und zog sich von dem Toten zurück, ohne die Kartusche oder eine der pulsierenden Leitungen berührt zu haben. »Scheiße«, fluchte Mirkan, »ich hasse dieses blaue Leuchten. Johann sollte sich beeilen. Wenn er wieder ohne Homunkel ankommt, dann bin ich weg. Ich schieb keine weitere Schicht im Blausteinlager.« Stirnrunzelnd griff Aldin in seinen Kragen und holte eine faustgroße Kugel hervor, die er in einer Kette um seinen Hals trug, und betrachtete sie nachdenklich. »Der Strahlenfresser zeigt keine Strahlung an«, murmelte er. »Klar«, spottete Mirkan, »als ob die Dinger was taugen würden.« Olga verstand nicht, wovon die beiden Männer redeten. Was waren Homunkel? Was Strahlenfresser und was ein Blausteinlager? Aber einige Meter abseits sah sie ihre Mütze im Schnee. »Mist, ich sehe keine Schrauben an dem Teil«, fluchte Aldin. »Wir brauchen eine Säge.« »Und ich dachte, du brauchst eine fette Rothaarige«, sagte Mirkan. »Gib mir die Garotte.« Mirkan holte ein Draht mit Griffen an den Enden aus einer Tasche und reichte ihn Aldin. Der legte den Draht dicht am Stumpf um das Metall und versuchte, den Arm auf diese Weise abzusägen. Das war Olgas Chance. Sie verließ ihr Versteck und robbte so leise wie möglich auf die Mütze zu. Es klappte. Die Leichenfledderer bemerkten sie nicht. Sie bekamen ihre Mütze mit den Fingerspitzen zu fassen, zog sie zu sich heran und setzte sie auf. Sie war so erleichtert, dass sie einen Moment lang vergaß, in welcher Gefahr sie sich befand. »Scheiße«, fluchte Aldin. Hastig sprang Olga in das Loch, in dem der tote Soldat gelegen hatte, und spähte vorsichtig hinaus. »Die Garotte ist gerissen.« brummte Mirkan und kratzte sich geistesabwesend am Kinn. »Wir könnten ihn im Ganzen verkaufen. Johann muss nichts von unserem Fund wissen. Sind wir, die das Risiko eingehen. Der hat noch nie Wache im Blausteinlager geschoben.« »An wen verkaufen? Hier ist niemand. Und im Ganzen kriegen wir den nicht weg.« »Die Osmanen bezahlen einen guten Preis«, sagte Mirkan. »Sie lagern nicht weit weg. Sie bezahlen uns, wir sagen ihnen, wo er liegt, und dann ist er ihr Problem.« »Ja«, erwiderte Aldin spottend, »und uns verkaufen sie auf dem Sklavenmarkt.« »Wenn du meinst«, sagte Mirkan grinsend, »dann gehe ich allein.« Er beugte sich über den künstlichen Arm, quetschte seine Hand an den Zahnrädern vorbei. »Ich brauche nur einen Beweis, damit Sie mir glauben.« »Du wirst auf dem Sklavenmarkt enden.« »Quatsch, was soll passieren? Schlimmer als Wache schieben im Blausteinlager kann es nicht sein. Vielleicht machen die uns zu Haremswächtern, das könnte mir gefallen. Du, Aldin, auch was für dich, die Osmanen sollen eine Schwäche für rothaarige Weiber haben.«
Du weißt schon, dass sie den Haremswächtern die Eier abschneiden? Aldin zog das kugelförmige Ding wieder hervor und ließ es vor dem Gesicht seines Verbrecherkumpans hin und her baumeln. Schnipp, schnapp, sagte er und drückte dabei auf einen kleinen Schalter auf der Kugel. Du mit deinem, setzte Mirkan zu seiner Erwiderung an. Weiter kam er nicht. Er schrie, wollte zurückspringen und konnte es nicht. Seine Hand klemmte zwischen den Zahnrädern fest. »Mein Finger«, schrie er, »das Arschloch hat mir einen Finger abgeschnitten!« Blut spritzte. Mit der freien Hand hämmerte Mirkan auf den künstlichen Arm ein, in dem daraufhin 1000 kleine Blitze zuckten. Der tote Soldat zitterte, Arme und Beine bebten, aus seinem Mund quoll Schaum. »Ein Kurzschluss?« sagte Aldin, ohne überzeugt zu klingen, und streckte schnell die Metallkugel weg, um Mirkan zu helfen. Der Körper des toten Soldaten erschlaffte. »Ein Kurzschluss«, wiederholte Aldin, deutlich erleichtert. »Ich bringe euch um«, sagte der tote Soldat. Alle erstarrten. Mirkan, Aldin, sogar Olga in ihrem Versteck. Der tote Soldat hatte gesprochen. Schon wieder. Boris bekam mit, was um ihn herum geschah, und konnte nichts dagegen unternehmen. Aasgeier würden ihn bei lebendigem Leib auseinanderbauen, die wertvolle Technik an die Osmanen verkaufen, und eine Anarchistin war Zeuge, um ihren aufrührerischen Genossen davon zu erzählen. Elender konnte er seinen Zaren nicht enttäuschen. Einer der Aasgeier schob seine Hand ins Innere seines künstlichen Arms, und Boris fühlte sich zutiefst gedemütigt. Er versuchte sich zu wehren. »Schnipp, schnapp«, sagte der eine Aasgeier und betätigte einen kleinen Schalter auf einem der Objekte, die sie als Strahlenfresser bezeichnet hatten. Von einem Moment zum anderen explodierte Boris' Verstand. Die Quantenmagie der Kartusche schoss in alle Richtungen und schien ihn auseinandersprengen zu wollen. Und so unerwartet, wie dieser Anfall gekommen war, endete er. »Ein Kurzschluss«, sagte der eine Aasgeier. Der andere kämpfte gegen Schmerzen an. Seine Hand steckte zwischen Boris' Arm fest und ein Finger zwischen 2 Zahnrädern. »Ich bringe euch um«, sagte Boris. Der Drohung folgten einige Sekunden Schweigen. Dann dämmerte es den Leichenfledderern, dass er nicht in der Verfassung war, seine Drohung in die Tat umzusetzen. Er konnte sie nicht einmal wiederholen. Zunge und Lippen gehorchten nicht. Der eine bekam seine Hand frei und der andere sagte, »Wahnsinn, der Homunkel funktioniert. Wir werden reich und haben ausgesorgt. Nur wie kriegen wir den hier weg?« »Das ist mir gerade sowas von scheißegal«, schnauzte ihn der Verstümmelte an. »Los, geh, hol mir was zum Verbinden oder willst du, dass ich verblute?« Der Unverletzte setzte sich in Bewegung. Die Anarchistin rutschte unruhig in ihrem Versteck hin und her. »Es tut mir leid, dass ich dich für tot gehalten habe«, flüsterte sie. Der Verstümmelte wartete, bis sein Kumpan sich weit genug entfernt hatte. »Du Arschloch«, zischte der Aasgeier und trat Boris ins Gesicht. Die Anarchistin gab einen erstickten Laut von sich. »Mit dir gehe ich kein Risiko ein. Ich will nicht noch einen Finger verlieren.« Er zog ein Messer. Die Anarchistin hätte beinahe aufgeschrien. »Soll ich dir die Kehle durchschneiden? Wie würde dir das gefallen?« Es gefiel Boris besser, als die erniedrigende Demontage mitzuerleben. Die Anarchistin verließ ihr Versteck. Sie begann durch die Röhre zu kriechen, die er durch den Schnee gepflügt hatte. Anstatt zu fliehen, kam sie näher. Warum tat sie das? Er konnte es sich nicht erklären. Anarchisten und Aasgeier waren zwar gleichermaßen Feinde des Zaren, aber sie machten niemals gemeinsame Sache. »Das ist viel zu nett«, kam der Leichenfledderer zu der Erkenntnis,
dass ein schneller Tod Boris willkommen sein könne, und steckte das Messer weg. Er verlegte sich darauf, Boris wieder ins Gesicht zu treten. Es waren kraftlose Tritte. Beim Versuch, Boris aus dem Schnee zu hieven, hatte er sich ein Zeh gebrochen. Und Boris wusste sogar welchen. Sein Gehör war in diesem Ding unfehlbar. »Mirkan«, schrie der andere, »hier sind Spuren im Schnee!« »Was? Das kann nicht sein. Hier ist niemand außer uns.« »Sieh es dir doch an!« Der Mirkan-Leichenfledderer entfernte sich. Die Anarchistin kam näher und raubte die letzten Meter. Ihr Gesicht tauchte vor seinem auf, ihre Hand strich über die Stelle, wo ihn der Stiefel getroffen hatte. »Kannst du laufen?« fragte sie, als ob er hier liegen würde, wenn er laufen könnte. Und warum wollte sie das wissen? »Keine Angst«, flüsterte sie, »ich hole dich hier raus.« »Hier rausholen?« Ihre Worte klangen, als wolle sie ihm zur Flucht verhelfen. Welches Interesse könnte sie daran haben? Ihm den Zugriff der Aasgeier zu entziehen, um ihn selbst auszuschlachten? Es war nicht der geeignete Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Säße die Kartusche korrekt in der Verankerung, könnte er möglicherweise seine Beine bewegen. Er war nicht in der Lage zu sprechen, darum versuchte er, ihr mit den Augenzeichen zu geben. Sie verstand, streckte die Hand aus und schob sie in seinen Arm. Als die Energiekartusche mit leisem Klacken einrastete, erstarb das unerträgliche Brummen und die Blitze hörten auf, in seinem Hirn hin und her zu zucken. Erleichtert entwich seiner Kehle ein tiefer Seufzer. »Was ist? Oh, verdammter Mist!« Die Aasgeier hatten bemerkt, dass man ihnen ihre Beute streitig machte. Einer der Männer kam angerannt und packte die Anarchistin an der Kehle. Boris' Arme waren zu steif, dafür verfügten seine Beine über ausreichend Bewegungsspielraum. Er stieß sich vom Boden ab, vollführte eine Rolle über die Schulter und traf mit einem Stiefel den Aasgeier an der Schläfe. Knochen splitterten. Boris landete auf den Füßen. Jetzt hieß es, den anderen Leichenfledderer zu eliminieren. Dieser ließ es nicht auf einen Kampf ankommen und floh. »Oh«, japste das Mädchen, »die sind wir los!« »Wie? Das Ende hat dir nicht gefallen?« »Ach so, es ist noch ein bisschen früh, um jetzt zu sagen, sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und es hätte mehr zu essen drin vorkommen sollen. Ja. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuschauern sagen möchtest? Sie sollen dir ein Abo schicken.« »Nein, ein Abo ist nichts zu essen. Ein Like kann man auch nicht essen. Und Boris soll auch was sagen? Vielleicht im nächsten Kapitel. Stimmen. Ja, es freut mich riesig, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass wir uns beim nächsten Kapitel, wie gesagt, Stimmen, wiedersehen werden. Und vielleicht kriege ich da auch mal Boris vor die Kamera. Bis bald!